Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Felix und mit mir ist wieder Lisa. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Beziehungen. Was macht sie dauerhaft? Was hält eine Beziehung am Leben, wenn der erste Zauber verflogen ist? Lisa, das ist doch ein spannendes Thema, oder? Absolut, Felix. Beziehungen sind so vielschichtig und viele von uns fragen sich, wie man eine Partnerschaft langfristig stabil und glücklich halten kann. Es gibt viele psychologische Theorien, die uns dabei helfen können, das besser zu verstehen. Ja, genau. Ich meine, jeder wünscht sich doch, dass seine Beziehung hält, oder? Aber manchmal läuft es nicht so rund. Und man fragt sich, was machen andere Paare richtig, was wir falsch machen? Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer dauerhaften Beziehung, Lisa? Es gibt tatsächlich mehrere Faktoren, die dazu beitragen, dass eine Beziehung auf Dauer funktioniert. Einer der wichtigsten Punkte ist Kommunikation. Viele Studien zeigen, dass Paare, die offen und ehrlich miteinander sprechen, deutlich zufriedener in ihrer Beziehung sind. Ja, Kommunikation ist alles, oder? Aber was heißt das konkret? Was bedeutet es, gut zu kommunizieren? Kannst du das vielleicht genauer erklären? Natürlich, Felix. Wenn wir von guter Kommunikation sprechen, meinen wir nicht nur das Reden, sondern auch das Zuhören. Das heißt, man sollte aktiv zuhören, also nicht nur darauf warten, bis man selbst wieder dran ist, sondern wirklich versuchen, die Perspektive des anderen zu verstehen. Ein wichtiger Ausdruck ist hier aktive Kommunikation. Das bedeutet, dass beide Partner ihre Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken und gleichzeitig auf die des anderen eingehen. Also geht es nicht nur darum, zu sagen, was man denkt, sondern auch zu verstehen, was der andere sagt. Interessant. Das klingt einfacher, als es ist, oder? Ganz genau. Ein weiterer wichtiger Begriff hier ist Empathie. Empathie bedeutet, sich in den anderen hineinzuversetzen und seine Gefühle nachzuvollziehen. In einer Beziehung ist es wichtig, dass man nicht nur auf sich selbst fokussiert ist, sondern auch die emotionalen Bedürfnisse des Partners erkennt. Empathie. Ja, das hört man oft. Aber wie zeigt man das im Alltag? Hast du ein Beispiel? Klar, ein einfaches Beispiel wäre, wenn dein Partner nach einem langen Arbeitstag erschöpft nach Hause kommt und sich nicht direkt unterhalten will, dann zeigt Empathie, dass man das akzeptiert und Verständnis zeigt, anstatt sofort enttäuscht oder frustriert zu reagieren. Das Wort Verständnis ist hier der Schlüssel. Es bedeutet, dass man sich in die Lage des anderen hineinversetzt. Ah, auch nicht gleich an sich selbst denken, sondern schauen, was der andere gerade braucht. Das klingt vernünftig. Gibt es noch weitere Faktoren außer Kommunikation und Empathie? Ja, der nächste wichtige Punkt ist Vertrauen. Vertrauen bildet das Fundament jeder stabilen Beziehung. Ohne Vertrauen entsteht Unsicherheit und das kann zu Problemen führen. Das deutsche Wort Vertrauen beschreibt das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können. In einer Beziehung bedeutet das, dass man darauf vertraut, dass der Partner ehrlich ist und die Beziehung ernst nimmt. Ja, Vertrauen, das ist so wichtig. Aber Vertrauen muss man ja auch aufbauen, oder? Es entsteht nicht von heute auf morgen. Genau, Felix. Vertrauen muss langsam wachsen und braucht Zeit. Es entwickelt sich durch Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und durch das Einhalten von Versprechen. Ein kleiner Tipp. Es sind oft die kleinen Dinge, die Vertrauen aufbauen. Zum Beispiel, wenn man pünktlich ist oder den Partner in schwierigen Zeiten unterstützt. Das macht Sinn. Also, Vertrauen und Kommunikation sind zwei der großen Pfeiler. Aber was ist mit Konflikten? Die gibt es doch in jeder Beziehung. Wie geht man damit um? Gute Frage, Felix. Konflikte sind völlig normal und gehören zu jeder Beziehung dazu. Wichtig ist, wie man mit ihnen umgeht. Hier kommt das Konzept der konstruktiven Konfliktlösung ins Spiel. Das bedeutet, dass man Konflikte als Chance sieht, um gemeinsam zu wachsen, anstatt sie als Bedrohung zu betrachten. Oh, das klingt gut. Konflikte als Chance sehen. Ich hätte nie gedacht, dass man sie positiv sehen kann. Kannst du das näher erläutern? Natürlich. Ein konstruktiver Konflikt bedeutet,
dass man versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, anstatt nur den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Dabei sollte man auf Vorwürfe verzichten und stattdessen Ich-Botschaften senden. Ein Beispiel. Anstatt zu sagen, du hörst mir nie zu, könnte man sagen, ich fühle mich nicht gehört, wenn wir uns unterhalten. Das verändert den Ton des Gesprächs und eröffnet Raum für eine Lösung. Das ist ein super Tipp, Lisa. Es klingt so viel respektvoller und weniger konfrontativ. Ich glaube, das werde ich mir merken. Aber mal ehrlich, es klingt alles so vernünftig. Warum schaffen es dann viele Paare trotzdem nicht, Konflikte konstruktiv zu lösen? Das liegt oft daran, dass in emotional aufgeladenen Situationen unsere Stressreaktionen aktiviert werden. Man nennt das auch den Kampf- oder Fluchtmodus. Wenn wir gestresst sind, fällt es uns schwer, rational zu denken und ruhig zu bleiben. Deshalb ist es so wichtig, sich Pausen zu nehmen und sich Zeit zum Nachdenken zu geben, bevor man auf eine Situation reagiert. Das kenne ich. Man sagt dann oft Dinge, die man später bereut. Aber okay, was ist mit Zuneigung? Gehört das auch zu den Faktoren, die eine Beziehung dauerhaft machen? Ja, Zuneigung und Wertschätzung sind genauso wichtig. Menschen fühlen sich in einer Beziehung glücklich, wenn sie wissen, dass sie geschätzt werden. Ein kleiner Ausdruck von Zuneigung, wie ein Kompliment oder eine liebe Geste, kann einen großen Unterschied machen. Hier kann das Wort Wertschätzung helfen. Es bedeutet, dass man die Anwesenheit und die Bemühungen des anderen anerkennt und respektiert. Das klingt nach einem einfachen, aber wirkungsvollen Geheimnis. Wertschätzung. Es muss nicht immer etwas Großes sein, oder? Genau, Felix. Es sind die kleinen Gesten im Alltag, die zeigen, dass man den anderen nicht als selbstverständlich ansieht. Ein Beispiel könnte sein, dass man sich einfach mal bedankt oder dem Partner zeigt, wie viel er einem bedeutet. Absolut. Es scheint, als hätten wir jetzt ein paar klare Schlüssel zu dauerhaften Beziehungen: Kommunikation, Vertrauen, Empathie, konstruktiver Umgang mit Konflikten und Wertschätzung. Das sind starke Tipps, Lisa. Danke dir. Gern geschehen, Felix. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können aus diesen Tipps etwas für ihre eigenen Beziehungen mitnehmen. Davon bin ich überzeugt. Das war es auch schon für heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ja, und vielleicht habt ihr ja noch weitere Themenvorschläge, die euch interessieren. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und denkt dran: Gute Beziehungen bauen wir jeden Tag aufs Neue.